Der Caravansalon 2020 mit den 2021er Modellen. Ja, hier steht er. Er ist ganz neu, man erkennt es daran, er hat blaues Licht unter dem Fahrzeug. Ja, es ist der Fendt 650 SG Diamant. Ja, das ist die Speerspitze des Unternehmens. Und wenn man sich so ein bisschen umschaut, Fendt gehört zu den meist gestohlenen Wohnwagen Europas. Und das muss man sich wirklich erarbeiten, denn sie sind unglaublich beliebt, auch bei Leuten, die ihn nicht bezahlt haben. Stimmt das? Das hat sich Gott sei Dank ein bisschen relativiert in der Corona-Zeit. In den Jahren vorher sind wir leider auch ab und zu in diese Mitleidenschaft gezogen worden, dass Fahrzeuge von uns gestohlen worden sind. Wobei in den letzten Jahren Freizeitfahrzeuge generell ein exklusives Gut geworden sind, ja. Das ist so, aber gerade Fendt, das habe ich gehört, ja, das gehört zu den besten Wohnwagen Europas. Und sie stehen wirklich ganz hoch auf der Liste, denn es gibt Fendt-Wohnwagen, die sind Jahrzehnte alt und funktionieren noch. Ja, mittlerweile, wir feiern heuer unser 50-jähriges Jubiläum, gibt es die Marke Fendt Caravan seit 50 Jahren. Wir stehen für Tradition, wir stehen für Qualität und wir stehen für gute Verarbeitung. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der eine oder andere 40-jährige Fendt heutzutage noch auf den Straßen unterwegs ist. Ja, 2021er Modell. Corona hat ihn natürlich in die Karten gespielt, denn das Thema Urlaub und Vereinzelung auf dem Campingplatz, ja, das macht Sinn, oder? Das macht durchaus Sinn und das wird in den nächsten Jahren sicherlich noch viel Sinn machen und uns neue Kunden bringen, weil sich jeder mit dem Thema Urlaub natürlich beschäftigt und Urlaub machen will. Der Caravaning-Urlaub ist prädestiniert dafür, sich Corona-mäßig absolut konform einen schönen Urlaub verbringen zu können. Wir haben auch in dieser Saison erstmalig diesen Tribut des Corona-bedingten Umstandes uns angenommen und haben ein Schauerpaket angeboten, das wir für fast alle Fahrzeuge zur Verfügung stellen als Sonderpaket. Das heißt, Sie können mittlerweile auch in fast allen Fahrzeugen durch die Sonderausstattung auch selbst duschen, da Sie nicht die Duschanlage im Campingplatz benutzen möchten, wenn Sie nur in Ihren eigenen Wohnwagen und in Ihrer eigenen Parzelle Urlaub machen möchten. Ja, die Stützlastwaage, die haben Sie schon länger? Die Stützlastwaage gibt es schon länger. Das ist ein Thema, da muss man aufpassen. Die Stützlast beeinträchtigt oder fördert das Zugverhalten und dementsprechend ist die bei uns inklusive in der Serienerstattung beim Stützrad mit verankert. Ja, so ist es. Ja, Sie fahren gut mit 2 Achsen. Ist ein ganz anderes Fahrgefühl wie mit einer Achse. Wenn Sie mir mal kurz beschreiben den Unterschied. 2 Achsen, eine Achse. Beim Zweiachser ist das Fahrverhalten wesentlich ruhiger als beim Einachser, wobei Sie mit jedem Wohnwagengespann heutzutage sicher und leicht unterwegs sein können. Aber die Leute ängstigt erstmal die lange Größe des Caravans und diese 2 Achsen. Aber wenn man es mal probiert hat, wird man merken, dass ein Zweiachser keine Probleme beim Fahren macht und ganz, ganz ruhig hinten hinter dem Zugfahrzeug hinterherfährt. Er fährt sogar noch ein bisschen ruhiger wie ein Einachser. Es ist so, das heißt, er pendelt nicht so stark. Auch Schlaglöcher merkt man eigentlich fast überhaupt nicht. Das ist richtig, weil sie ja dann mit einem Reifen auch noch normalerweise auf der normalen Straße sind und da merken sie so gut wie nichts. Für was spricht denn Fendt? Also es gibt ja unglaublich viele Hersteller von Wohnwagen. Jetzt gehört ja Fendt zur absoluten Premium-Klasse. Warum? Ja gut, wir sind der Caravan-Hersteller, der auf Uniformität setzt. Also das heißt, unsere Wohnwagen sehen mehr oder weniger, egal für welche Baureihe sie sich entscheiden, gleich aus. Der Fendt fällt überall auf. Fendt steht für Qualität, Fendt steht für gute Verarbeitung und mittlerweile auch für 50 Jahre Firmenhistorie. Und die Entwicklung zeigt uns auf, dass wir ziemlich viel in den letzten Jahren auch ganz gut und richtig gemacht haben. Ja, wenn ich das jetzt sehe, so die DNA von hinten, die man jetzt sieht beim 2021er Modell, man hat ja mal gesagt, Fendt so ein bisschen altbacken, das ist jetzt fast James Bond-mäßig, oder? Ich glaube, dieses Altbacken haben wir seit einigen Jahren hinter uns gelassen. Wir haben uns ein bisschen automotiven Charakter an der Außenkarosse verschrieben. Hier beim Diamant ganz speziell und exklusiv nur für die Diamantbaureihen ein neues futuristisches Heck und auch im Bugbereich ganz neu. Allerdings auch die herkömmlichen Baureihen, die wir haben, die brauchen sich hierin nicht verstecken und haben auch einen sehr, sehr automotiven Charakter, was das angeht. Ja, sehr schön ist das Hammerschlagblech. Es ist unglaublich strapazierfähig. Ja. Das heißt, Sie haben jetzt hier darauf nicht verzichtet. Gibt es das auch in glatt auf Wunsch? Also bei uns ist generell die Historie Fendt, Caravan und Hammerschlagblech, das gehört zusammen. Wir setzen nicht auf die Glattblech-Variante, weil wir mit den Hammerschlagblechen in der Vergangenheit nur gute Erfahrungen gemacht haben. Integration LED-Leiste, das habe ich schon bei anderen gesehen, jetzt auch bei Ihnen? Ja, beim Diamant ist es serienmäßig. Sie können auf dem Campingplatz damit Aufmerksamkeit erwecken und natürlich ist man stolz, wenn man so einen Wohnwagen mit Glanz auch in der Nacht sehen kann und auch, dass er in der Nacht gesehen wird und von daher ist es ein Gimmick bzw. ein Feature, das die Kunden gerne haben möchten.
Ja, die Fenster habe ich so auch noch nicht gesehen. Das sind runde Fenster. Die haben Sie selbst gebaut oder haben Sie dann einen Zulieferer, der das gut kann? Nee, da gibt es einen branchenbekannten Zulieferer, der uns die Fenster liefert seit vielen Jahren. Sind Einhängefenster, die wir überall einsetzen, die auch noch ein bisschen getönt sind und damit optimal sich eignen für das Gesamterscheinungsbild des Wohnwagens. Ja, ich zeig mal, die Gesamtlänge 8,60 Meter. Sie haben es eben schon gesagt, das ist gar nicht so schlimm. Man muss ein bisschen mit üben, muss ein bisschen vorsichtig sein, die Kurven weit nehmen. Ja, also das ist nicht schlimm zum Fahren. Wenn man das Wohnwagenfahren gewohnt ist, wird man ziemlich schnell merken, dass ein Tandemachs auch einige Vorteile mit sich bringt. Das Thema auf dem Campingplatz dann lösen die Thematik eines längeren Caravans dann meistens die Camper mit einem Mover. Diese Rangierhilfe, der es ermöglicht, per Joystick oder per App, je nachdem, welchen Sie einsetzen, dann den Wohnwagen richtig einzurangieren. Und das ist heutzutage eine super Sonderausstattung, die sehr stark von den Kunden gewünscht wird und auch gekauft wird. Das gibt es ab Werk auf Wunsch? Das gibt es auf Wunsch. Als Sonderausstattung können Sie das mitbestellen, ja. Sehr schön, ja. Das sieht man jetzt immer öfter. Optional gibt es jetzt Klappen unter den Sitzen zum Beispiel. Ich kann sehr leicht ein- und ausladen. Ist das hier Serie? Hier ist es Serie. Bei manchen Fahrzeugen können Sie sich noch eine zweite oder eine dritte Klappe mit einbauen. Aber diese Serviceklappen in der Form, wo Sie es hier im Caravansalon bei jedem Fahrzeug sehen, ist grundsätzlich Serie, dass Sie die Stauräume auch von außen gut nutzen können. Ja, sehr schön. Wir gehen jetzt gleich mal kurz rein. Fangen wir vielleicht mal an bei dem Thema Aufbautür, denn die Breite ist ganz wichtig. Ist das schon die breiteste Tür? Das ist die breiteste Tür. Wir haben überall die gleiche Breite an Tür und die ist vollkommen ausreichend und wird auch sehr, sehr gut von den Kunden angenommen. Die haben wir seit 3 Jahren im Einsatz. Hat innen drin einen Mülleimer. Sie können innen das Fenster verdunkeln, haben einen schönen Haltegriff und haben auch die Möglichkeit bei den Oberklasse-Modellen, haben sie das Muggenschutzrollo, dass sie die Tür auch komplett offen lassen können und innen nicht belästigt werden von Stechmücken. Das ist nicht immer ein Mülleimer. Das heißt, der hat wenigstens mal eine ordentliche Größe, oder? Wenn Sie den mal kurz aufmachen? Er hat eine gute Größe. Genau, wenn Sie jetzt Ihre Tüte noch reintun, da können Sie schon ein paar Tage Müll ansammeln. Ja, sehr schön. Ja, Aufbautür, ganz großes Thema ist natürlich das Thema Sicherheit. Ja, man kann es noch zusätzlich absichern. Haben Sie GPS mittlerweile? Kann man das ordern? Es gibt GPS-Systeme, die wir haben. Wir haben auch manuelle Diebstahlsysteme, die ein bisschen weniger kosten. Die werden auch hier und da geordert, aber GPS ist durchaus möglich, ja. Ja, wir sprechen hier von fast 50.000 Euro. Hier ist Patricia, ich grüße dich herzlich. Guten Morgen, hi. Ganz weiß, ist das schön? Ja, ich bin sowieso ein Fan von Weiß, auch wenn viele sagen, es wird schnell und oft dreckig, aber dieses Polster kann man, denke ich, auch super einfach abreiben, oder? Ja, also mit speziellen Reinigungsmitteln sind die natürlich gut zu reinigen. Hier ist es ein Echtlederpolster, das wir als Dreingabe mit einem Sonderausstattungspaket anlässlich unseres 50-Jahre-Jubiläums haben. Hier haben Sie ein spezielles Alufiberdach, dann haben Sie hier dieses Lederpolster in Weiß und zusätzlich auch die Klimaanlage. Das ist ein Sonderpaket 50 Jahre Fendt Caravan für den Diamant, das Sie für einen reduzierten Preis miterwerben können. Ja, wenn man an Fendt denkt, dann denkt man natürlich direkt an die Traktoren, wenn man noch ein bisschen älter ist. Das kennt man, das ist Qualität. Haben Sie mit denen was zu tun? Wir hatten was zu tun. Wir waren früher eine Firma und als das Unternehmen dann komplett verkauft worden ist an Landmaschinen-Großkonzern aus Amerika, hatten die Amerikaner nur Interesse an den Landmaschinen und weniger an uns. Und wir wurden dann an den Herrn Strewski verkauft. Der Herr Strewski ist Eigentümer der Hobby-Wohnwagenwerke in Vockbeck bei Kiel. Und er hat uns dann gekauft, uns ein neues Werk gebaut in der Nachbargemeinde und seitdem sind wir komplett autark. Ja, was ziemlich stark ist, ist dieses Setup hier mit den 3 Fenstern. Das habe ich auf der Messe noch nie gesehen. Dieses Panoramadach Skylight, das ist natürlich eine Besonderheit, die es nur bei uns im Luxus-Caravan als Serie gibt. Sie haben ein Fenster in der Mitte, das Sie zum Lüften aufmachen können und die beiden Fenster links und rechts, die können Sie verdunkeln. Okay. Die sind fix, die Fenster? Die sind fix. Zum Öffnen ist das mittlere Fenster und dann haben Sie noch die eingebauten LEDs hier. Und hier können Sie natürlich bei schönem Wetter optimal den blauen Himmel genießen. So ist das, ja. Ich schaue mich mal ganz kurz um. Ich nehme an, das hier ist auch ein Schlafplatz hier hinten, auf Wunsch? Auf Wunsch können Sie das umbauen, wobei die Herrschaften, die diese Art von Fahrzeugen kaufen, im Luxussegment meistens zu zweit reisen. Hier haben wir auch noch ein tolles Feature, diese Kaminfeuerblende. Wenn man da unten kann man draufdrücken, wenn ich das vielleicht kurz vormachen darf. Gerne. Dann haben Sie auch die Optik und die Akustik eines offenen Kamins. Und so, wenn Sie natürlich im Winter unterwegs sind, einen Winterurlaub machen und dann abends zurückkommen und dann diese Atmosphäre genießen, ich glaube, das ist so, wie wenn man zu Hause vor dem Kachelofen sitzt. Ja, die Fernseher werden jetzt auch im Wohnwagen immer größer. Die Anordnung hier, ich kann ihn rausziehen. Ich habe gesehen, das Element ist klasse, kann ich vorne, hinten benutzen. 32 Zoll, schon fast ein Muss, oder?
Das ist richtig, bei dieser Wohnwagengröße werden die 32 Zoll ganz einfach gewünscht. Ansonsten haben wir meistens 24 Zoller in den kleineren Wohnwagen dann. Ja, das ist jetzt ohne Slideout. Haben Sie Slideouts im Programm? Nein, Slideouts bieten wir nicht an. Wir setzen auf die Breite von 2,50 Meter da in diesem großen Segment. Und das ist für unsere Klientel, die Wohnwagen nutzt, eigentlich das Optimale. Ja, Tuma ist an Bord. Bord. Die Heizung, genau, die Kombi-Heizung hier, die Kombi C6, die ist auch mit Elektrobetrieb möglich ist auszustatten und die braucht wenig Platz und ist nicht sichtbar. Es ist immer ganz interessant, wenn hier Leute reinkommen, die den Caravaning noch nicht so gewohnt sind, die sagen, wo ist denn hier eigentlich die Heizung? Die sehen sie nicht, weil die hier drunter verbaut ist. Damit können sie aber auch mehr Platz schaffen hier im Innenraum. Genau, es ging ja auch zum Beispiel eine alte Fußbodenheizung geht auch auf Alte, Wunsch. wir haben auch 2 Modelle, die die Serie haben. Die alte Warmwasserheizung und bei einigen Modellen können wir es auch auf Wunsch einbauen. Was hier ganz interessant ist, vielleicht darf ich Ihnen das kurz vormachen, aus diesen 2 getrennten Betten können Sie auch eine große breite Sitzfläche machen, indem Sie hier Zusatzpolster reinlegen und dann haben Sie über die ganze Breite des Wohnwagens ein großes Doppelbett. Sehr schön, das heißt, ich kann das umrüsten. Genau, Ein Roll, wie nennt man es nochmal? Roll? das ist ein Lattenrost, der beweglich ist, der Ja. rollbar ist und das ist ein Sonderausstattungsfeature, das Sie bei uns bei allen Fahrzeugen, die getrennte Betten haben, mit ordern können. Ja, Sie haben jetzt die Lichttechnik sogar schon in Bustechnik ausgeführt. Das heißt, ich kann an mehreren Stellen ein- und ausschalten. Ich glaube, das ist sehr praktisch. Ja, wir haben ein zentrales Touchpanel, ein TFT-Panel am Eingangsbereich und können Sie natürlich in verschiedenen Bereichen dann auch nochmal einklinken, um diese Lichttechnik zu steuern. Genauso wie Sie auf diesem Touchpanel dann ablesen können, wie der Wasserverbrauch bzw. Gasverbrauch ist. Ja, toll ist eine feste Tür, die kann ich zumachen. Das ist, glaube ich, in der Klasse Standard. Sie haben in der Klasse haben wir jetzt eine Holzschiebetür bei diesen Fahrzeugen. Es gibt Fahrzeuge, die haben eine Faltschiebetür, aber generell, dass man den Wohnraum vom Schlafraum abtrennen kann, das ist eigentlich in jedem Fahrzeug bei uns gang und gäbe. Ja, wenn Sie mal so lieb sind, hier mal hochklappen, dann sieht man die Serviceklappe, denn hier ist Stauraum und das Schöne ist, da ist jetzt das Hier sind Zwischenpolster. jetzt die Polster da drin und da können Sie dann die Stauraumklappe sehen, die Sie dann hier in den hinteren Bereich haben. Okay, das heißt, ich könnte zum Beispiel eine Getränkekiste da einladen, habe die dann unten drunter drin. Und brauchen die Getränkekiste nicht extra ins Fahrzeug reinschleppen, sondern können die von außen gleich reinladen. Ja, schön. Ja, Thema Badbereich, da hat sich sehr viel getan. Also für die Menschen, die, ich sag mal, das noch kennen, die Fendt-Wohnwagen aus den 80ern, 90ern, da war der Badbereich auch schon immer sehr, sehr luxuriös. Ist das immer noch so? Gut, wir haben jetzt hier in diesem Bereich, bei diesem Fahrzeug, haben Sie natürlich eine Toilette, Sie haben ein Waschbecken, Sie haben genügend Stauraumflächen. Es gibt aber auch Badbereiche, die noch ein bisschen umfassender sind als dieser Badbereich, die nämlich noch eine ganz separate Dusche mit haben, mit der Duschfalltür. Das kommt immer darauf an, wie die Gegebenheiten des Grundrisses das hergeben. Und wir haben es ganz einfach gemerkt, jetzt auch in diesen Corona-Zeiten, dass die Nachfrage nach Duschmöglichkeiten im Wohnwagen immer mehr werden. Deswegen haben wir auch die Möglichkeit, jetzt mittlerweile fast alle Fahrzeuge mit einem sogenannten Shower-Paket auszustatten. Sehr schön. Da sind auch alle Dinge sehr, sehr schön ausgeführt. Auch dieser Haken, das ist Liebe zum Detail. Ja klar, das ist wichtig. Ich meine, die Leute wollen hier am Urlaub den gleichen Luxus haben, den sie auch zu Hause gewohnt sind. Und da gehört auch so eine Kleinigkeit wie eine Halterung für die Badehandtücher oder für Kleidungsstücke dazu. Hier haben wir jetzt auch in den Küchenbereich haben wir jetzt einen speziellen Backofen mit 3 Flammkocher. In vielen anderen Fahrzeugen haben wir 3 oder 4 Flammkocher drin. Und bei diesen Luxusfahrzeugen ist jetzt zum Beispiel auch der Backofen mit inkludiert. Ja, das Ganze kann man komplett eben gestalten, indem man es einfach zumacht. Backofen halte ich persönlich für sehr sinnvoll, denn man kann nicht nur Brötchen aufbacken, sondern man kann tatsächlich Kuchen backen, alles drum und dran. Sofern man das im Wohnwagen möchte, kann man das hier tun. Es gibt genügend Leute, die möchten das machen. Einige sagen, okay, ich möchte mich im Urlaub verwöhnen lassen. Die nehmen dann keinen Nutzen davon. Aber es ist immer gut, wenn man die Vorkehrung hat, dass man sie nutzen kann, ganz einfach. Ja, die Kaffeemaschine gehört dazu. Dazu gehören auch die richtigen Steckdosen an der richtigen Stelle. In dem Fall leider nicht. Hier handelt es sich nur um eine Dekoration, eine Attrappe. Aber Sie haben genügend Platz, um hier auch vernünftig eine Kaffeemaschine abzustellen. Ja, das große Thema Planung, ja, das ist ja ganz wichtig. Sie können ja das Fahrzeug konfigurieren bis zum geht nicht mehr. Der Kunde muss Ihnen nur sagen, was er will. Wie gehen Sie denn damit um? Das heißt, der Berater muss ja alles rausholen, damit der Kunde später das richtige Fahrzeug kriegt. Ja.
Da gibt es ja zweierlei Kunden. Der eine Kunde, der genau weiß, was er will, der kommt dann mit seinen Fragen beim Händler an und dann schaut man halt, dass man möglichst viele Wünsche natürlich umsetzen kann. Und dann gibt es den Kunden, den ich beraten muss, den natürlich erklären muss, warum jetzt diese Anordnung für ihn optimaler ist als jene Anordnung. Und das ist in letzter Zeit immer mehr geworden, weil sich viele Leute, die vorher mit dem Thema Camping nichts zu tun hatten, urplötzlich mit dem Thema Camping beschäftigen. Ist wirklich so. Du hast bei Null angefangen, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin ein gutes Beispiel dafür. Du hast vorher noch nie gecampt. Du bist jetzt seit 5 Tagen, sind wir jetzt auf der Messe? Ich glaube 6, oder? 6 Tage, Heute ist der 6. Tag, ja. Du kannst mittlerweile verstehen, dass die Leute sich hier heimelig führen. Ja, auf jeden Fall. Zeltenkind, hast du das mal gemacht? Nein. Nee, okay. Wenn du mal ganz kurz einen Schritt rausgehst, Patricia, dann zeige ich mal gerade ein kleines Detail, mit wie viel Liebe ihr das Panel hier gestaltet habt. Genau. Das ist also dieses zentrale TFT-Touch-Panel, wo Sie alle Lichter steuern können, wo Sie dann auch die Abfragen machen können wegen des Wasserverbrauches und einige andere, auch Temperaturen und Uhrzeit ist da alles drin. Also hier zentral eine Einheit. Ich sage jetzt mal so, das geht so ein bisschen demnächst mal auch in Richtung dieses Home Caravaning, wie man Smart Home das kennt, auch ein Smart Caravaning. Wir haben jetzt zum Beispiel hier eine Einheitbox von Truma verbaut. Da können Sie mit einer App von Truma die Klimaanlage steuern und können auch die Heizung steuern. Das heißt, wenn Sie beim Skifahren sind und die letzte Abfahrt machen und möchten in einem warmen Caravan, dann schalten Sie schon mal auf der Piste die Heizung ein. Oder im Sommer, wenn Sie am Strand sind und Sie möchten den gekühlten Caravan zurückkommen, dann schalten Sie die Klimaanlage von unterwegs aus ein. Ja, klasse. Das war eine Revolution, war der Kühlschrank, der beidseitig zu öffnen ist. Jetzt ist er mittlerweile Standard. Trotzdem zeigen Sie ihn doch mal bitte. Das ist dieser Kühlschrank hier, den Sie sowohl von dieser Seite eröffnen können, wenn Sie sich hier aufhalten, oder wenn Sie jetzt ein kühles Getränk noch ans Bett haben wollen, ohne rumlaufen zu müssen, können Sie ihn von hier aufmachen. Ja, den haben wir mittlerweile in fast allen Fahrzeugen drin. Ja, also mal gerade so lieb sind, nochmal den kleinen Schrank öffnen daneben, denn praktisch hängend muss man einiges unterbringen in so einem Fahrzeug. Der ist groß, oder? Ich denke, der ist groß, und wenn Sie dann noch die ganzen anderen Stauschränke sehen, die Sie noch haben, also da ist genügend einzubringen und ein längerer Urlaub auch ohne weiteres, ohne Kompromisse möglich. Wenn Sie mal gerade so lieb sind, sich mal hier hinstellen. Ich gehe mal gerade ganz nach hinten und zeige mal gerade das Raumgefühl und Sie die Arme einfach mal ausbreiten. Ja? Dann sieht man also 2,50 Meter Breite. Es muss nicht immer ein Slideout sein. Ich habe ein tolles Raumgefühl hier, oder? Das ist korrekt, ja. Also diese 2,50 Meter mit dem breiten Gang, was Sie hier merken, in Angrenzung diese Wohnwand, die ein bisschen rückversetzt ist, die gibt für 2, 3 Personen hier das vollkommene Gefühl, hier auch sich gut bewegen zu können, ohne dass man sagen muss, dass einer irgendwie auf die Seite gehen muss. So, dann gehen wir noch mal kurz raus und sprechen wir mal über das Thema Werterhalt, der bei Fendt natürlich enorm ist. Werterhalt bedeutet, ich kaufe ein Fahrzeug, verkaufe es nach, ich sag mal, 10 Jahren, und da ist Fendt extrem gefragt. Das ist richtig. Also wir haben die Fahrzeuge mit den größten Wiederverkaufswert, den Sie in der Branche so erzielen können. Also wenn Sie Ihr Fahrzeug einigermaßen pflegen, können Sie denn nach 10 Jahren für ein sehr, sehr gutes Geld weiterverkaufen. Wenn Sie sich denn nach 10 Jahren trennen möchten von Ihrem Fahrzeug. So, jetzt werden sich alle Zuschauer natürlich fragen, mit wem habe ich denn gesprochen? Wenn Sie sich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Kamm. Ich bin seit mehr als 20 Jahren im Hause Fendt Caravan verantwortlich für das Marketing. Und diese Messe hier ist dann immer so der erste Gradmesser von uns. Haben wir alles richtig gemacht in der Produktplanung? Passt alles? Stimmt die Kommunikation? Mich freut es, dass trotz den Corona-Beschränkungen hier alles so gut abläuft auf dieser Messe. Sowohl die Besucher als auch hier das Personal hält sich alle strikt an die Corona-Regeln. Und von daher sind wir ganz happy, hier sein zu können. Genau, wir haben eine Sondergenehmigung, wir dürfen zu Filmarbeiten die Maske absetzen, wir halten Abstand, und die Patricia, die hat auch schon wieder die Maske an, denn ich sag mal, wir halten halt Abstand und gucken drauf, und dann ist es auch in Ordnung. Ansonsten sind hier Guides rum, das ist ganz, ganz wichtig. Sie arbeiten ja zusammen mit der Messe, die wuseln hier rum, egal, wenn einer meine Maske nicht auf hat, die gucken. Also ich wurde selbst schon mehrfach angesprochen, auch während Dreharbeiten, ja, es ist so, die passen wirklich auf. Das ist korrekt, ich habe jetzt meine Maske auch wieder auf. Also hier ist man ständig unter Beobachtung, aber ich denke, der Einsatz von den Herrschaften ist auch sehr, sehr gering, weil Respekt an alle Besucher, sie haben sich auf die Situation so gut eingestellt und das Verhalten ist hervorragend. Ja, noch ein kleines Detail, ich zeige es mal gerade, 50 Jahre Fendt Caravan, ja. Das ist natürlich zu Corona-Zeiten, gibt es kein großes Fest, oder? Das ist korrekt, wir haben seit 2 Jahren mehrere Feste geplant, die wir alle im Frühjahr absagen mussten.
leider. Aber wir haben dafür jetzt, wie gesagt, unseren Diamant zum 50-jährigen Jubiläum ganz neu herausgebracht mit dem Sonderpaket, was wir haben. Und wir werden uns während des Jahres das eine oder andere noch überlegen, aber leider kein Fest. Ja, so ist es. Vielen, vielen Dank. Wir machen gleich weiter, zeigen Ihnen noch andere Modelle von Fendt. Bleiben Sie dran.